Na, ihr zwei? Hallo. Ihr beiden sitzt ja komplett auf dem Trockenen. Womit kann ich euch glücklich machen? Guten Tag alle zusammen. Ich bin Frau Siebert und werde Herrn Wolf heute in Englisch vertreten. Gib mir eine Tarnkappe, gib mir eine Tarnkappe. Wer sagt mir, was Sie zuletzt in Englisch durchgenommen haben? Konstantin? Ja, Twelfth Night von Shakespeare. Was ihr wollt. Schön. Gut, dann packen Sie bitte alle Ihre Bücher aus. Jetzt sind noch 44 Minuten. Vielleicht hat jemand ein Buch für mich. Der junge Mann da unter der Bank, der könnte mir seins doch geben. Sie müssen sich nicht vor mir verstecken. Einige Ihrer Mitschüler kennen mich bereits und haben auch keine Angst vor mir. Sie machen es aber spannend. Interessante Frage. Wer verbirgt sich hinter William Shakespeare? Wie ist Ihr Name? Paul Brandner. Shakespeares Verwechslungskomödien. Paul? Sie wissen doch sicher, woraus Sie einen beträchtlichen Teil Ihrer Komik ziehen. Jemand gibt sich für einen anderen aus. So, kann ich sonst noch was für euch tun? Wir würden dich gerne zum Essen einladen. Ja, genau. Heute. Wir kochen für dich. Ja, wie komme ich zu der Ehre? Du bist ein toller Typ. Sexy. Charmant. Ich stimme euch in allen Punkten zu. Aber was ist denn der wahre Anlass eurer Einladung? Komm einfach vorbei, dann erklären wir dir alles. Na gut. Gute Idee. Du kennst ihn länger, aber ich dachte... Ja, beim Essen können wir in aller Ruhe abchecken, was er so vom Vaterwerden hält. Ich hoffe nur, er findet unsere Idee nicht total abwegig. Mit den Waffen einer Frau kriegen wir ihn schon rum. Und wenn ich ihn mir so ansehe, kann ich mir wirklich was Reizvolleres vorstellen als eine künstliche Befruchtung. Oh, wer? Oh. Das war nur ein Scherz. So, schön. Dann schauen Sie die Verträge bitte noch mal durch. In einer Stunde brauche ich Sie wieder auf meinem Schreibtisch, ja? Geht in Ordnung, Chef. Gesundheit. Danke. Kann ich Ihnen etwas aus der Apotheke holen? Nein, nein, das ist schon gut. Das ist nur ein kleiner Schnupfen. Außerdem, ich hasse Medikamente. Ja, dann sollten Sie sich heute früh ins Bett legen. Kitty, was soll ich denn im Bett? Im Bett ist es langweilig. Das kommt sehr darauf an. Ja, also, wie gesagt, in einer Stunde brauche ich die Verträge. Alles, was Sie brauchen, ist ein bisschen Liebe. Hübsches Döschen. Das ist Schnupftabak. Der gute Weiße aus Kolumbien? Schon klar. Was denn wohl Ihr Chef dazu sagen wird? Morgen lesen wir den 3. Akt. Worauf wir uns schon sehr freuen. Sag, geht's noch? Das ist doch sehr süß. Lass uns abhängen.
Warum? Macht Unterricht bei der Lehrerin, mit der man im Bett war, keinen Spaß? Schreib's doch gleich an die Tafel, damit's auch der Letzte mitkriegt. Prima Idee. Gibst du mir Deckung? Ja, komm auf. Rasch hier rein, dann sieht dich auch keiner. Sehr witzig. Paul, würden Sie bitte warten? Ich muss mal. Dafür haben Sie gleich genug Zeit. Zuerst müssen Sie mich über Ihr Fehlen in Französisch aufklären. Hat die dich im Bett auch gesiezt? Hat dein bester Freund dir schon mal in die Eier getreten? Das war ja wohl eine Scheißnummer. Wie konntest du mir das antun? Schmeckt's? Deine Pastasoßen sind die Weltbesten. Wann gibt's dann endlich Essen? Wann immer du willst. Werde ich neuerdings fürs Mitessen bezahlt? Auf der Kö hat eine neue Pizzeria aufgemacht. Ja, und was soll ich da? Eine Kleinigkeit essen, danach vielleicht ins Kino. Muss das unbedingt heute sein? Vielleicht kommt ja eine Freundin mit. Du solltest wieder mal unter Leute. So eine Trennung? Eigentlich bin ich ganz gern zu Hause. Carla und ich haben was Wichtiges zu besprechen. Ach, verstehe. Ich störe also. Hallo. Hi. Lisa, hallo. Ja, dann schick mir eine SMS, wenn ihr fertig seid, okay? Danke. Hast du sie eingeweiht? Nein, jetzt auch noch nicht. Wir müssen doch erst abwarten, was Gregor sagt. Ich kann nur hoffen, dass wir ihn nicht überfordern. Ich meine, er hatte gerade erst sein Kind verloren. Daran habe ich auch schon gedacht. Und wie sehr er sich auf sein Baby gefreut hat. Naja, aber wir suchen ja auch nur einen Spender und keinen Vater. Fragen kostet nichts. Genau. Den Pünktlichkeitstest hat auf jeden Fall schon bestanden. Hallo. Hallo zusammen. Lisa hat mir erzählt, ihr habt sie extra rausgeworfen? Nee. Ich werde langsam neugierig, was ihr hier vorhabt. Bitte sagen Sie ihm nichts. Ich weiß, Sie koksen nur aus Liebeskummer, weil Sie sonst sofort aus dem Fenster springen würden, wie alle Kokser. Wenn er davon erfährt, schmeißt er mich raus. Es missfällt mir sowieso, dass ein Subjekt wie Sie für den Vater meines Kindes arbeitet. Ich treffe mich gleich noch mit Senor dos Santos. Der spricht doch auch Deutsch. Wozu brauchst du mich da? Was machst du denn hier? Na, Kleiner, war die Mami schön brav zu dir? Heute ist mein Kindertag, also halt dich fern von Johannes. Dann verzieh dich doch. Du hast mir zu wenig Wechselkleidung eingepackt. Oh. Und wenn du das nächste Mal noch ein zweites Fläschchen brauchst, dann darfst du mich auch gerne in der Aufsichtsratssitzung stören. Kein Problem. Danke, ich komme sehr gerne auf das Angebot zurück. Ja, dann schmeiß ich dich eigentlich nicht raus. Ein Haifischbecken ist der reinste Streichelzoo gegen euch. Es geht hier um das Wohl meines Kindes. Das ist ja lächerlich. Wenn dir wirklich was an ihm liegt, dann verschwinde aus seinem Leben und überlass ihn mir. Es kommt der Tag, da ist er wieder ganz bei mir. Verlass dich drauf. Na sicher. Und bis es soweit ist, tu das, was du am besten kannst. Und zwar draußen. Hat dir dein Studentenspielchen Spaß gemacht? Im Gegenteil, das war total stressig. Du Ärmster. Aber um seine Französischlehrerin flachzulegen, da kann man sich ja mal ein bisschen anstrengen. Wie viel kriegst du dafür? Was? Du und deine Kumpels, ihr habt doch sicher gewettet, dass du mich rumkriegst. Nein. Natürlich nicht. Anne, ich habe mich schon verliebt, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Da wusste ich noch gar nicht, dass du meine Lehrerin bist. Und um mich ins Bett zu kriegen, hast du dir die Nummer mit dem Studenten ausgedacht? Du wusstest ganz genau, dass sonst nie etwas zwischen uns gelaufen wäre. Du musst mir glauben, es ging mir nicht ums Bett. Ich liebe dich. Ich glaub dir alles, was du sagst. Ich muss nur vorher meinen Verstand ausschalten. Anne, ich liebe dich. Du kannst es 1000-mal wiederholen. Das war das allerletzte. Ich weiß, aber ich habe aus Liebe gelogen. Und ich würde es wieder tun. Das glaube ich dir ausnahmsweise aufs Wort. Es läuft doch eigentlich gut mit uns. Ja, mit dem Studenten Paul, mit dem Schüler Paul wird überhaupt nichts mehr laufen. Du liebst mich doch auch, das spüre ich. Schluss jetzt! Lehrer, Schüler, scheiß drauf. Ich will mit dir zusammen sein. Das riecht ja sehr lecker. Was ist es denn? Tagliatelle mit Steinpilzen, Serrano-Schinken und grünem Pfeffer. So ein Festessen setzt ihr mir doch sicher nicht ohne Grund vor.
Wir müssen uns einfach kennenlernen. Nach fast 2 Jahren? Also richtig gequatscht haben wir noch nie. Ja, und wenn, dann nur übers Wetter, ne? Du weißt doch, wie sie das meint. Nee, weiß ich zwar nicht, aber wenn ihr meint, dass es sinnvoll ist... Ja. Genau, wir stoßen erst mal an. Vielen Dank für die Einladung. Auf einen wunderschönen Nachmittag. Auf uns 3. Ist was? Schmeckt der Champagner? Ja, ausgezeichnet, sonst hätte ich ihn ja nicht mitgebracht. Du trinkst sicher viel Alkohol, oder? Sie meint, dass du als Wirt wahrscheinlich ständig mit Leuten zu tun hast, die viel trinken. Ja, klar, aber ein Bäcker fragt ihr doch auch nicht, ob der jetzt mehr Brot isst als andere Menschen, oder? Man hört immer wieder, dass der Beruf Wirt sehr ungesund sein soll. Also meine früheren Jobs waren mit weitaus mehr Risiko verbunden. Stimmt. Callboy, Pilot. Da steht man immer mit einem Bein im Grab. Aber sonst bin ich ganz fit. Und in deiner Familie? Bitte? Naja, ich hatte mal so eine Studie von Leonard in der Hand über erblich bedingte Krankheiten bei Piloten. Deshalb frage ich. Also meine Verwandten sind alle recht alt geworden. Ach, das freut uns. Ja, ich hatte sogar mal einen Urgroßvater. Der war auch Wirt. Der ist mit 82 Jahren noch Vater von Zwillingen geworden. Muss in der Familie liegen, hat meine Oma gesagt. Bei ihr waren es Drillinge. Du willst mich nicht mehr wiedersehen? In der Schule lässt es sich ja kaum vermeiden. Aber ansonsten werden wir uns schön aus dem Weg gehen. Du willst deine Gefühle einfach so abstellen, ja? Ich habe sie bereits abgestellt. Anne, wir haben zusammen geschlafen. Leider. Du empfindest doch mehr für mich, als du zugeben willst. Für jemanden, der mich so schamlos angelogen hat wie du? Ich hatte doch keine Wahl. Im Gegensatz zu mir hattest du die. Ich wurde nicht mal gefragt, ob ich meine Karriere aufs Spiel setzen möchte für einen One-Night-Stand mit einem Schüler. Ein One-Night-Stand. Das war kein One-Night-Stand. Zumindest für mich nicht. Nenn's, wie du willst. Mir ist es jedenfalls gesetzlich untersagt, mit einem Schutzbefohlenen intim zu werden. Ich müsste darüber die Schulleitung informieren. Tu nicht so, als wüsstest du das nicht. Mit Minderjährigen. Nächstes Jahr bin ich 18. Aber nicht jetzt. Ich werde dir das nie verzeihen. Wir vergessen diese Nacht. Niemand darf davon erfahren. Sag das auch deinem Freund Konstantin. Hast du das verstanden? Ja. Ja, sie holen dann den Stoff der letzten Wochen natürlich nach. So. Tonic. Danke. Und der Tee. Sie sehen gar nicht gut aus. Na, vielen Dank für das Kompliment. Und deiner neuen Assistentin kannst du nicht vertrauen? Was geht die? Erstmal spricht die kein Spanisch und dann ist sie schon mit einfachen Aufgaben überfordert. Die kriegt nicht mal einen einfachen Dreisatz hin. Dreisatz kann man lernen. Jedenfalls kann sie dich niemals ersetzen. Dafür habe ich sie auch gar nicht eingestellt. Ach, sag bloß. Ja, es gibt außerdem noch jemanden, der dich vermissen würde. Mein Sohn. Dem geht's doch bestens bei Tanja. Bist du noch ganz bei Trost? Sie scheint mir eine gute Mutter zu sein. Also egal, was sie anstellt, das Sorgerecht bekommt sie jedenfalls nie. Schicke Schuhe tragen Sie da. Mein Gott, haben Sie mich aber erschreckt. Schnupfen Sie eine Runde weniger Kokain, dann sind Sie auch nicht mehr so paranoid. Wenn mein Chef mich mit Ihnen hier erwischt, dann bin ich draußen. Aber danke, dass Sie vorhin dicht gehalten haben. Gerne. Sie können mir dafür aber einen Gefallen tun. Das heißt meinem Sohn. Der Kleine würde sehr gerne bei seiner Mami bleiben. Was meinen Sie? Sie sind genau Ansgars Typ. Ja, er weiß meine Fähigkeiten zu schätzen. Ist mir auch schon aufgefallen. Jetzt hören Sie mir mal gut zu, damit Ihr kluges Köpfchen sich auch alles merkt.
Du wolltest durch das Fenster zu deiner Ex-Freundin und bist in der falschen Wohnung gelandet? Genau. Und dann bellt mich der Hund von unten an, ja, und ich höre nur aus der Wohnung Frauenstimme. Erwin, ich glaube, da ist jemand und so. Und dann? Ja, runter, ja, 3 Meter weiter, die Fassade wieder hoch und lande in der richtigen Wohnung, ey. Da hat sich seine Ex-Freundin bestimmt gefreut. Die ist erstmal aus allen Wolken gefallen, aber hinterher war es noch eine sehr schöne Nacht. Wie alt warst du denn damals? 14, 16? Kurz vorm Abi, glaube ich, ne? Paul? Klasse übersprungen, das glaubt man eigentlich gar nicht. Quatsch. Okay, ich wüsste so schlauer. Ihr seid beim Essen nicht. Wollt nicht stören. Guten Appetit. Hier geblieben. Wir haben noch was zu klären. Deine Schwänzerei in Französisch. Können wir das morgen machen? Ich muss noch einen Aufsatz schreiben und lernen. Dann fasse ich mich kurz. 2 Wochen Hausarrest. Na toll. Und ab sofort überprüfe ich jeden Tag deine Hausaufgaben. So, und jetzt darfst du auf dein Zimmer lernen. Jedenfalls war Dos Santos total begeistert von dir. Ach komm, du hast ihm ein erstklassiges Angebot gemacht. Chef, muss ich diese Unterlagen noch abheften? Setz dich doch schon mal. Hm? Frau Kübler, haben Sie was in den Augen? Das ist die Takeaway-Karte vom Schneiders. Dreisatz. Ich sag's ja, Dreisatz. Also jedenfalls hast du dir für deine Mithilfe bei dem Deal eine Belohnung verdient. Ich habe diesem Dos Santos wochenlang E-Mails geschickt und es hat sich nichts getan. So sind die Spanier nun mal. Rede mit ihnen und plötzlich geht alles. Ach. Keine Ausreden, lass uns feiern. Chef? Sagen Sie mal, Frau Kübler, wo haben Sie eigentlich dieses idiotische Chef her? Hier, geben Sie das Frau Kepler, ja? Ja, dann kümmern Sie sich mal um die Unterlagen. Auf dein Wohl. Zucker, Gregor? Ja. Gut, fassen wir mal zusammen. Du stammst also aus einer Familie von lauter Kraft und Frohnaturen. Nicht ganz. Onkel Reinhard ist mit 45 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Oh. Allerdings war Onkel Reinhard nur angeheiratet. Meine Tante Edith hat ihn im zarten Alter von 76 Jahren geehelicht. Na, das freut uns. Jetzt müsst ihr mir aber endlich mal was verraten. Was denn? Ihr fragt mich seit Stunden über Geistes-, Erb- und Geschlechtskrankheiten aus. Ihr wollt wissen, welche Noten mein Urgroßvater in der Schule hatte. Also wie gesagt, wir wollten dich einfach nur richtig kennenlernen. Ja, das ehrt mich ja auch, aber so gründlich haben die mich nicht mal beim Bund auseinandergenommen. Naja, was wir machen, hat eben Hand und Fuß. Also, über meine Gesundheit müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja, du bist der perfekte Mann. Und das aus dem Mund einer überzeugten Lesbe? Kraftvoll, gesund, gut aussehend, intelligent. Also, wenn ihr 2 Bauern wärt, würde ich denken, ihr sucht einen Zuchtbullen. Sind wir aber nicht. Du wärst der perfekte Vater. Gregor, wir hätten gern ein Kind von dir.
Und wie habt ihr euch das vorgestellt, bitte? Soll ich mit dir schlafen? Wir finden schon Mittel und Wege. Und abgesehen von der technischen Lösung? Unser Kind soll seinen Vater kennenlernen. Also kein anonymer Spender. Wir wollen dich in unser Leben einbeziehen. Du wärst bestimmt der Richtige. Da muss ich euch wohl enttäuschen. Das hatte ich befürchtet. Nach der Sache mit Nathalies Fehlgeburt? Es tut uns leid, es war sehr unsensibel von uns. Das ist es nicht. Ich wollte mal Kinder, aber nur mit der Frau, die ich liebe und mit der ich mein Leben verbringen will. Und das hat sich mittlerweile auch erledigt. Er hat mich völlig ignoriert. Das habe ich noch nie erlebt bei einem Mann. Dann lassen Sie sich etwas einfallen. Ja, ich kann doch hier keinen Strip hinlegen. Er hat nur Augen für seine Dolmetscherin. Selbst wenn Ansgar noch was von ihr will, er hat keine Chance bei Nathalie. Meinen Sie wirklich? Ich kenne Ansgar. Vertrauen Sie nur auf Ihre Fähigkeiten, dann räumen Sie jede Rivalin aus dem Weg. Und jetzt auf in den Kampf, Kitty. Zum letzten Mal, nein. Aber wir könnten doch wenigstens eine Kleinigkeit essen gehen. Ansgar, ich kenne deine Kleinigkeiten, aber mit der Masche kommst du bei mir nicht mehr durch. Weißt du, gibt man dir den kleinen Finger, nimmst du gleich die ganze Hand. Ach Gott, nochmal, so war's doch gar nicht gemeint. Das mit uns beiden, das kannst du dir ein für alle Mal abschminken. Selbst schuld, wenn sie nicht mit Ihnen feiern möchte. Aber ich bin mir ganz sicher, ich kann sie darüber hinwegtrösten. Ja, tut mir leid. Jetzt kennt ihr mich wohl ein bisschen zu gut. Ich hoffe, wir sind dir nicht zu nahe getreten. Naja, aber dass ich nicht der Richtige bin für euren Plan, das werdet ihr wohl verstehen. Natürlich. Gut. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das nächste Mal koche ich für euch. Hm? Gregor, häng das bitte nicht an die große Glocke. Es muss nicht jeder wissen, dass wir einen Vater suchen. Schon klar. Und jetzt? Es gibt so viele potenzielle Väter auf dieser Welt. Das haben wir uns einfacher vorgestellt, oder? Es muss doch einer für uns dabei sein. Entspannen Sie sich. Sie Armer. Ja Gott, nochmal, dieser Schnupfen nervt langsam. Ja, dagegen lässt sich etwas tun. Naja, Kitty, Sie überraschen mich. Ich bin doch für ganz andere Überraschungen gut. Ja, den Eindruck habe ich auch langsam. Nicht so eilig. Wir haben alle Zeit der Welt. Aber Nimm ein bisschen von meiner Medizin. Und wir beide verbringen eine Nacht, dass dir Hören und Sehen vergeht.